Wird einfach bombastisch werden, Leute. Das aktivieren wir schon mal. Ja, komm, scheiß drauf. Colin wird auch noch ein bisschen länger auf uns warten. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwie bin ich jetzt hier einfach ja, blöd abgesprungen. Ne? Ich glaube, ich habe mich im Wald verlaufen. Jupp. 20 Stück. Ich weiß gar nicht, was die Maximalstufe von der Götterstatue ist. So, mal darüber. Irgendwo da hinten war es, glaube ich, ne? Was sind hier für Viecher? Ah, ist jetzt aber blöd gelaufen. Also die komischen Elementargeister? Och, nö, oder? Ey Leute, was macht ihr denn hier? Ja, dann. Jeder Pyro ausgelöst wurde, ist das Ding einmal explodiert und das war's dann. Wo ist der andere Typ? Na du? Guck mal, Barbara hat was für dich. Muss mal wieder gewaschen werden, ha? Schön Schaden gemacht, sehr gut. Was machen die denn hier schon wieder? Ich gibt's aber auch überall. Die komischen Nerds hier von Naja. Nervig. With nature. Scatter. So, diese kleinen Dinger, die bringen ja auch ein bisschen was, ne? Reward on the road. Road on the road, genau. Lehren der Ermahnung, aha. Wir werden schon irgendwie wieder von unten hochkommen, ne? Irgendwo da hinten müssen wir ja eh hin. Eine neue Elementarreaktion haben wir gerade gefunden. Sprießen. Ein Lebewesen von Hydrokraft und Dendrokraft betroffen, tritt die Reaktion Sprießen ein, wobei ein Dendrokern entsteht. Gleichzeitig kann es nur eine bestimmte Anzahl von Dendrokernen geben. Wenn ein neuer nach Erscheinen des Limits entsteht oder die Dauer des Dendrokerns endet, explodieren die Kerne und verursachen dabei Dendroflächenschaden. Dendrokerne mit Pyrokraft in Kontakt lösen diese einen Flammenspross aus, was noch intensiveren Dendroflächenschaden verursacht. Treffen die Kerne auf Elektrokraft, wird die Reaktion Supraspross ausgelöst. Die Dendrokerne in wuchernde Geschosse umwandelt, die automatisch ihre Ziele suchen. Okay. Scatter. Okay, also Dendro kann schon ganz schön Damage machen, ne? Kenntnis über Erkundung. Voll elastische Pilze.
Dieser Hüpfpilz gehört zu den Trilakshana-Kreaturen. Man kann auf ihn springen, um sich in größere Höhen zu katapultieren. Seine Elastizität wird erhöht, nachdem man ihn mit Elektrokraft aktiviert hat. Dieser Okay. Elektrokraft ist heftig. Ja, ich merk's gerade. Das ist echt so, ne? Hier, wenn die Krokos uns nichts tun, dann tue ich den Krokos auch nichts. Einfaches Prinzip. Aber ja, Dendrokraft ist wirklich echt heftig, ne? Ich jetzt gar nicht geglaubt, aber... Ja. Ah. The wind knows me. Time for a light show. Go fish and film. Wow. As one with wind and cloud. Machen wir es eben mal so hier. Oh, jetzt ist der abgerutscht. Ah, okay, hat trotzdem geklappt. Sehr schön, sehr schön. Firework materials in here? Aber es reicht scheinbar doch nicht für Kasua. Also, dass wir so einen Dendro-Wirbel haben, das wäre natürlich richtig, richtig geil. Fireworks are gonna get soaked. Let's find shelter quick. Oh, we're not going to make it. Okay. Also hier oben, den habe ich gesehen, da gehen wir jetzt mal gerade hin. Hier rüber. Windstrider. Danke dafür. One with nature. Fuse is lit. Okay. Propagate. Spring forth. So, da kann man nochmal hinschießen. Aua. Burned too Aua. brightly. Du musst aber gleich wiederkommen, ne? Ja. Clouds high. The birds Einmal so bitte mal machen. That didn't count. Autschi. Okay. Verwelktes Geschwür zerstören. Okay. What do we have Haben wir ja here? doch irgendwie alles richtig gemacht dieses Mal, ne? Auch wenn wir einmal draufgegangen sind. Na gut, von mir aus. Dann halten wir Mia erstmal wieder ein bisschen hoch. Pushen wir da hinten weiter. This is great. I feel so relaxed all over. I could almost float away. Ist doch schön, wenn du dich freust über mir, dann freuen wir uns auch alle. Was sind wir denn jetzt hier?
Ja, er ist wieder plötzlich verschwunden, scheinbar. Wir werden wohl noch mitkriegen, was es mit den kleinen Dingern da auf sich hat. Okay, ich würde mal sagen, wir sind viel zu weit unten. So, von hier kommen wir auf jeden Fall so peu à peu scheinbar hoch. Hier ist noch so ein Ding. Okay, da will ich jetzt aktuell mal noch nicht hin. Alter, wie viele von diesen komischen Pilzen gibt es denn hier? Into the wind. Fire hazard! Okay, komisches Dingens hier. One with nature. Da haben wir einfach so eine Truhe drin. Ooh, let me open it. In sanft und Süßschatten. Aha. So, und da oben wollen wir hoch. Ja gut, dann mir, ne? Kennst den Weg? Dieser wird kein leichter sein, aber wir müssen da trotzdem hoch. Ein Metterling. Ein Metterling. Ja gut, dann, ne? Schön hier den Berg hoch. Aber lieber ein bisschen langsamer. Ich glaube, sonst reicht es nicht ganz. Bin mal echt sehr gespannt, ob der Ausdauerbalken dann hochgeht. Ich fände es sehr geil. Eine dritte Leiste wäre schon nicht verkehrt, ne? Müsste man dann mal gucken, auch wie viele Stufen es davon gibt. Da, wie bald wie ist das Ding weit oben? Genau, erhol dich erstmal. Also doch, ich muss schon sagen, ich bin echt froh, dass wir hier so eine Ausdauer haben. Das Teil da hinten sieht ja auch mehr als interessant aus, ne? Na gut, wir gucken mal. Ich fände es ja auch lustig, wenn die Kollege gleich auf uns reagiert, dass wir nicht direkt da waren. Ja, das ist die gleiche Statue. Ja, ja, Edelmut erhält unser Herz, natürlich. Abhamwald. Aha, aha, aha. Ruinen von Dari. Ah, und hier ist dann die Wüste scheinbar. Guck mal, hier geht das los. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Dann gehen wir jetzt von hier aus. Was willst du gerade von mir weg? In jene Richtung nach hinten. Hinten ist ein ganz riesiger Wirbel. Okay. Ja gut, man muss nicht alles verstehen, noch nicht. Da werden wir schon früh genug hingeführt. Naja. Ein Seeli.
Ignoriere ich jetzt auch noch mal. Schon Wahnsinn, was für ein großes Gebiet. Aber immer noch, ich meine, immer noch kleiner als Lyra. Aber von der Fläche her größer, glaube ich, als in der Suma. Aber größer als Mondstadt. Also Mondstadt ist definitiv kleiner. Behaupten. Scatter! Scatter geht nicht, weil das so verdorben ist. Sehr gut dann. Ja gut, dann legen wir uns mit denen an. I'll protect us. Propagate! Here come the fireworks. As one with wind and Haben wir mit denen hier? The festival ends. Das war das. Da ist er. Ich hatte mal ziemlich hardcore auf die Kauleiste. Nummer 1 ist weg. Into the wind. Time to go. Die Teile mal ein bisschen zerstören hier. Uiuiuiui. Time to go. Let the show begin. Was läuft denn jetzt hier eigentlich gerade? Geht auf einmal in die Welt und ich hätte sie ganz gerne. Go, Barbara, go! Clouds high. The birds call. Oh, that hurt. The fuse is lit. Schnell nochmal was füttern. Oh, wir haben ja so viel. Ah, jetzt ist die Satz stimmt scheiße. Warte. Fire hazard. Machen wir hier drauf, jetzt ist das Vieh auch weg. Oh. Was für eine Action, ey. Okay, also der Gegner ist echt geil. Der gefällt mir. Sehr interessant. Das hat es jetzt mal ganz schön in sich gehabt. Ein Chaos und Pulkus. Gut. Ooh, will we find any firework materials in here? Ich hoffe, dass wir hier jetzt was anderes finden, ne? Ah, jetzt wird es automatisch hochgehoben. Die Belohnung. Die haben wir uns jetzt aber auch verdient, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Ruhig, Julmir.
Eieiei. Zehn Minuten haben wir noch. Na, dann würde ich sagen, da hat man keine gute Aussicht hier. Ah, gut, ich würde sagen, wir gehen hier langsam hoch, ne? Wahrscheinlich hätte man ein bisschen weiter im Norden leichter da hochkommen können, aber so ist es jetzt erstmal. Weil das Gebiet ist echt schon heftig, ne? Also mir gefällt das echt gut. Aber ich bin gerade auch noch froh, dass ich nur hier 45 bin und nicht 55. Klar, natürlich hätte man mit dem Level 90 wieder mehr hier stärkere Charaktere. Und bliblablub, aber halt eben auch mehr Stress erstmal. Jetzt gerade in dem Gebiet, wo es ja doch ganz schön anzieht, wie ich finde. Daher ist es doch erstmal so okay. Wie, was bist du denn? So, ciao. Komischer Glibberschleim hier. Propagate! Fire hazard! Scatter! Let the show begin. Time for a light show. So, den müssen wir gerade mal wegmachen. Ja, ich hab's so verstanden. Haben wir damit jetzt gewonnen? Propagate! Vielleicht zu lange gebraucht, hä? Scatter! Und jetzt? Entdecke latente Verwelkungen. Du bist von Dragon Age abgekupfert, hä? Drüben ist anscheinend eine latente Verwelkung. Ja, cool. Das, okay, da unten ist die nächste Dingens, die nächste Götterstatue. Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Was ist denn eine latente Verwelkung? Warum brauche ich diesen komischen Aussichtspunkt dafür? Naja, wollen wir es kaputt machen? Into the wind! The fuse is lit! Go with Bishop down! Ha! Die haben gar nichts fallen lassen. Oh. Das ist jetzt traurig gewesen. Ich dachte, wir kriegen jetzt wie dieses neue, hier die neuen Collectibles, aber scheinbar nicht. Was macht ihr da unten? Ah, hätten die auch mal da oben das Ding aufräumen können, ne? Sind wir jetzt hier? Oh, hier ist so ein riesiges Gebiet.
Ja, diese fliegenden Teile da hinten, die sind echt öfter jetzt gekommen. Wieso sind da freie Teile? Was ist das denn hier? Warum wird das nicht mitgemacht? Na egal, was? Wieso können wir... Achso, weil wir mit der Götterstatue natürlich babbeln. Können wir sie anbeten, alles da bringen. Jetzt haben wir schon 10, haben wir die Hälfte schon mal von der ersten Stufe weg. Ach, ein Träumchen. Gut. Aber hier, ich muss schon sagen, ey, Holla die Waldfee, sind schon ganz schön viele von uns draufgegangen, ne? Gut, hier, wir müssen jetzt ganz schnell zu der Dings zurück, hier zu Kulei. Hier drüben wohnt sie scheinbar. Ja gut, dann ne, hat sie auf jeden Fall ein schönes Hütchen hier unten. Na, hier, sorry, Meister, ich habe mich verlaufen. Ich wollte nicht so weit rum. I was just about to go look for you. Okay, ja cool, brauchst du nicht mehr, bin ich ja jetzt hier. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. Ja, vielleicht, weil wir sie vielleicht irgendwie beleidigt haben? Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Eigentlich wollten wir sie nur anfassen, ne? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. Gut, aber deswegen muss man nicht so Berührungsängste entwickeln. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Ja, gell, hör mal auf, uns anzulügen und erzähl mir die Wahrheit endlich. Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Mhm. Nach unten willst du? Wo denn runter? Hinter die Hütte. Na gut, wenn er meint, dass sie uns da nicht hört. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Mich gerade veräppeln? Das heißt, du hast vor ein paar Minuten nur mit ihr geredet, oder was? So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... Okay, und dieser wäre? Well, because Kale asked me to. Mhm. Na gut, das ist okay. Immerhin. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. Ja? But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. Was? At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin,
However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Die Kontrolle über seinen eigenen Körper? Ja, Queen, ich weiß, was du meinst. Irgendwie so sehr arrogant eingebildet. Keine Ahnung. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. Aber die Frage ist diese Krankheit wirklich heilbar? Oder ist die, ja, halt nicht heilbar, ne? With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Wird das eventuell verlangsamt, weil sie ein göttliches Auge besitzt? Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. Mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß Fatui, ey. What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Ja, alles gut, da brauchst du nicht weiter drüber reden. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. Ist das vielleicht eine Krankheit, die irgendwie selber erschaffen haben? However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Ja, das glaube ich ihr. Kale is a resilient Glaub ich ihr aufs individual Wort. and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Aber wenn sie es ihm erlaubt hat, dass er es uns erzählt, also von der Krankheit, warum dürfen wir das dann nicht vorne am Haus machen? Das ist doch total dämlich. Sie weiß doch eh, dass er jetzt darüber redet. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Und wie ist der Zustand jetzt? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. Schwierig. Wirklich schwierig. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Nee, hier, stopp mal. Können wir nicht auch mitkommen? Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. Jetzt beruhig dich mal. Wir haben schon drei von diesen verdorbenen Dingern da kaputt gemacht. Alles gut. No problemo. Let's go then.
We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Ja gut, wenn ihr das meint. Hurry? Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Ja gut, immerhin. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Okay. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Kainari. Ja, Paimon, das sollte man sich vielleicht mal merken.